und herzlich willkommen. Du hast keine Zeit zum Blockflöte üben oder jedenfalls nicht genug? Ich gebe dir ein paar Tipps, wie du das ändern kannst. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ja, keine Zeit zum Blockflöte üben. Das Problem haben einige von euch, aber wir wollen mal schauen, ob das wirklich auch den Tatsachen entspricht. Was auf jeden Fall nicht funktioniert ist, wenn ihr denkt, ja, ich habe da ein Stück mir vorgenommen, das müsste ich mal so richtig üben und mir mal so richtig vorknöpfen. Da muss ich mal gucken, wann ich da mal so richtig viel Zeit dafür finde. Dieser Moment wird sehr wahrscheinlich nie kommen, wann ihr diesem Stück oder diesem Üben richtig viel Zeit widmen könnt. Deshalb möchte ich mal mit so einem kleinen Irrtum aufräumen, nämlich, dass viele immer denken, sie brauchen richtig lange Zeit zum Üben. Sie müssen lange üben, um etwas hinzubekommen. Anstatt lange zu üben, ist es wichtig, ganz häufig zu üben und das kann auch ganz kurz sein. Aber lasst uns erstmal schauen, wann ihr üben solltet. Also ich würde sagen, morgens um 11:20 Uhr bis, nein, Scherz. Der Zeitpunkt an sich, den müsst ihr natürlich selber festlegen, aber legt euch einen Zeitpunkt fest. In dem Sinn, dass ihr aus dem Üben eine Routine macht, denn das ist das Einzige, was funktioniert. Und jetzt keine Angst, ich meine nicht, dass ihr jeden Tag 1 Stunde fürs Blockflöte-Üben einplanen müsst, sondern dass ihr es in euren Tagesablauf und möglichst in jeden Tagesablauf so einbaut, dass ihr nicht dran denken müsst, dass ihr euch nicht aufraffen müsst und dass ihr es ja automatisch macht, ohne noch entscheiden zu müssen, tue ich es oder tue ich es nicht. Also im Grunde so wie das Zähneputzen oder ja, das nehme ich mal an, dass ihr das in der Regel macht, an einem bestimmten Moment am Tag, dass das gar keine Diskussion gibt, mache ich das jetzt oder nicht. Und deshalb ist es ganz schlau vielleicht, dass auch das Üben in einen bestimmten Ablauf einzupassen, wo ihr sowieso Dinge macht, die ihr immer macht. Das kann also jeder für sich selbst überlegen, wann könnte ich denn wenigstens ein paar Minuten Blockflöte spielen. Ja, ihr hört richtig, also ein paar Minuten, ich meine das ganz im Ernst, um diese Routine zu etablieren. Und wenn es auch nicht jeden Tag ist, aber dann, dass ihr sagt, an bestimmten Tagen habe ich ja immer das und das, dann kann ich immer kurz vorher noch Blockflöte üben oder hinterher. Ja, also so oft wie möglich und so, ja, so wie möglich eben. Ja, natürlich glaube ich, dass das nicht jeder jeden Tag machen kann, aber macht die Dauer super kurz für den Anfang. Also ohne Spaß jetzt 3 Minuten oder 5 Minuten. Und wenn es nur darum geht, dass ihr eure Blockflöte sichtbar offen liegen habt, den Notenständer schon bereit, sodass das alles keine Schwelle ist, ja? Dass ihr nicht denkt, dann muss ich ja erst so und dann muss ich das hier hinstellen und dann muss ich in das andere Zimmer gehen und so weiter. Also ich weiß natürlich nicht, wie es bei euch zu Hause aussieht, wie die Gegebenheiten sind, aber versucht alle Hemmschwellen, die euch dann doch nochmal abhalten oder ablenken, auszuschalten und dann wirklich einen Timer zu stellen mit dem Handy oder mit der Küchenuhr und zu sagen, es ist ein Witz, aber ich mache jetzt 3 Minuten. Dann habe ich das gemacht. Und ihr werdet sowieso erstaunt sein, wie viel man in 3 oder 5 Minuten geübt kriegt. Ja? Also wenn man wirklich dann gezielte Stellen übt oder meinetwegen am Anfang sagt, ich spiele einfach mein Stück einmal durch. Ja, und dann habt ihr es einmal durchgespielt, dann stellt ihr fest, oh, ist ja erst eine halbe Minute rum oder so. Ja, also und das kann keiner behaupten, er hat nicht 3 Minuten am Tag Zeit dafür. Wenn ihr da mal ehrlich seid mit euch selbst. Also ja, was ihr machen könnt, ihr macht euch einen Zettel, den ihr in euren Kleiderschrank reinhängt oder an den Kühlschrank oder sonst wo ihr den immer seht. Und dann macht ihr euch eine ganz kleine Strichliste, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag,
Samstag, Sonntag und kreuzt an, wirklich 3 Minuten. Und es geht nur darum, dass ihr diese Routine etabliert. Und angeblich ist es so, wenn man 21 Tage lang was immer gemacht hat, dann ist es fest im Muster drin. Probiert das mal aus, dass ihr auf jeden Fall dieses Argument ausschaltet, ich habe keine Zeit. Und das habe ich ja eben schon erwähnt. Es ist gut, wenn ihr die Blockflöte irgendwo sichtbar liegen habt, jedenfalls offen. Das ist sowieso fürs Instrument besser, dann kann es immer trocknen. Und dann einfach danach greifen könnt und das motiviert einfach noch mal mehr. Ihr könnt auch mal schauen, wie euer Zeitmanagement ist. Ganz oft hat man so Leerlaufminuten, wo man auf was warten muss, wenn man jetzt Termine hat zu Hause. Das kann ja sein, dass man dann einfach noch 5 Minuten hat, dann die Blockflöte in die Hand nehmen. Das geht eben auch gut, wenn sie schon bereit liegt. Es sind, glaube ich, auch oft Minuten, die draufgehen oder mehr als Minuten, wenn man viel mit dem Handy beschäftigt ist. Und versucht es euch zur Gewohnheit zu machen, Minuten zu füllen mit eurem Blockflöte üben. Also bei meinen eigenen Töchtern, als sie noch klein waren und im Grundschulalter, war das so, dass wir das Glück hatten, direkt neben der Schule zu wohnen und die morgens noch sehr viel Leerlauf hatten. Und dann haben wir irgendwann rausgekriegt, dass sie super morgens früh schon vor der Schule Blockflöte üben konnten und hatten da auch richtig Lust dazu und haben das gemacht. Das war natürlich der Luxus, dass die Nachbarn da kein Problem hatten. Ich will nur mal sagen, man kann es manchmal zu den ungewöhnlichsten Momenten einbauen. Und wie gesagt, es ist sowieso nicht gut, stundenlang und dann nur ab und zu üben, sondern kurz und oft. Oder lang und oft ist natürlich auch gut, aber nicht tagelang nicht und dann ist der Druck da, dass ihr jetzt auch ganz lange üben müsst. Also wenn ihr jetzt mal ehrlich nachdenkt, müsstet ihr eigentlich drauf kommen, dass das Argument, ich habe keine Zeit, entkräftet ist hiermit und eigentlich mehr der Grund ist, dass er nicht dazu kommt, dass ihr es als zu groß seht und denkt, das muss ich ja noch angehen, das muss ich mal richtig angehen, da muss ich mir richtig Zeit nehmen. Und dass es auch nicht in eurer Routine drin ist, dass es keine Routine ist und nicht im festen Ablauf. Also ich denke, wenn ihr das ändert, dann habt ihr Zeit zum Üben. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt mit diesen Tipps mich nicht unbeliebt gemacht bei manchen. Und ihr sagt, das geht aber wirklich nicht, ich habe gar keine Zeit. Aber ich spreche zum Teil aus eigener Erfahrung, jetzt nicht mehr Blockflöte üben, weil ich mache nichts lieber. Aber zum Beispiel bei mir ist es das Italienisch lernen. Das will ich eigentlich immer machen und habe es noch nicht so richtig ausgebaut. Aber ich habe mir jetzt die App vorne auf mein Handy gemacht und da mache ich jetzt jeden Tag Italienisch. Auch nur kurz. Ja, also ich hoffe, diese Tipps sind hilfreich für euch und wünsche viel Spaß beim Testen. Also geht es sofort an, seht es nicht als groß, es ist eine ganz kleine Sache, jeden Tag ganz kurz. Und da bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir, ich freue mich und ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss, bis nächsten Freitag.